Herzlich willkommen zu unseren Curator Conversations, die anlässlich von unserem 20-jährigen Jubiläum am Edith-Ruß-Haus stattfinden. Und wir wollen damit eben jetzt die Chance wahrnehmen, da man ja leider überhaupt kein Event jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie planen und durchführen kann, dann wenigstens so auf die Geschichte des Hauses zu schauen in unterschiedlicher Form und dann infolgedessen auch diese Interviews zu führen. Jetzt unterhalte ich mich, Alexa Nöll, ich arbeite als Kunstvermittlerin hier am Haus, mit Sabine Himmelsbach. Sie hatte die Leitung von 2005 bis 2011 inne hier am Edith-Ruß-Haus und ist seit 2012 künstlerische Leitung am Haus für elektronische Künste in Basel in der Schweiz. Hallo, Sabine. Was wir hier spannend finden zu fragen, sind natürlich jetzt so ein Blick auf die Geschichte vom Haus, was so man für Erinnerungen vielleicht hat. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, mit welcher Ausstellung bist du hier denn gestartet oder mit welchem Projekt? Ja, ich hatte mich ein bisschen vorbereitet und habe auch ein paar alte Publikationen dann eben rausgesucht. Und das erste Projekt am Edith-Ruß-Haus, also meine erste Ausstellung, hieß eben Sichtbarkeiten zwischen Fakten und Fiktion. Und wir hatten auch eine, genau, eine kleine Broschüre auch dazu gemacht. Und ich fand, das war eine sehr spannende Ausstellung damals, weil das Thema Manipulation von Bildern beziehungsweise eben auch die Konstruiertheit von Bildern war ein großes Thema. Und 2005, oder? Doch irgendwie in dem Sinne, so, man würde heute wahrscheinlich sagen, eine Ausstellung zum Thema Fake News. Und ich denke eben immer noch große Relevanz und auch von den Projekten, wenn ich mich so wieder daran erinnere oder nochmal nachgeblättert habe, sind das doch Positionen, die auch heute noch irgendwie tragen, und einige der Künstlerinnen und Künstler, die mich auch weiter irgendwie begleitet haben, eben beispielsweise Lynn Hirschman-Leeson. Mit ihr habe ich 2018 auch eine Einzelausstellung am Haus der elektronischen Künste in Basel realisiert, und ich habe sie tatsächlich am ZKM, wo ich ja vorher war, schon kennengelernt, und auch in Oldenburg hat sie mich mehrmals begleitet, war glaube ich zweimal oder dreimal sogar in einer Gruppenausstellung mit dabei. Ja, das ist toll und das finde ich spannend, diese Aktualität von den Ausstellungen hier am Haus. Das hast du ja eben auch gesagt, dass das häufig dann irgendwie vorkommt. Man macht eine Ausstellung und ein paar Jahre später passiert es eben, dass es wieder total aktuell wird und man das so aufgreifen kann. Ist das noch bei mehreren Ausstellungen, die du hier... Ja, das ist mir eigentlich ein Anliegen, oder? Das war es in meiner Zeit in Oldenburg, und es ist halt immer noch, Ausstellungen zu realisieren, die sich mit dem Einfluss von Medientechnologien auf die Gesellschaft und eben auch auf den Menschen oder beschäftigen. Oder was heißt das, wenn Bilder jetzt sozusagen manipuliert werden können? Heute ja mit diesen Deepfakes so gut, dass man das einfach wirklich ohne Spezialisten ja gar nicht mehr erkennen kann. Wie verändert das die Gesellschaft, aber wie verändert das auch uns? Und das sind eben schon diese Themenausstellungen, die mich auch heute noch begleiten. War ganz schön, also eine Erinnerung auch an die Ausstellung Ökomedien, die ich 2007 in Oldenburg gemacht habe zum Thema Ökologie und Kunst. Da bin ich von den beiden Co-Kuratorinnen, Karin Ohlenschläger und Yvonne Volkert, angesprochen worden, ob wir nicht quasi 10 Jahre danach uns dem Thema nochmal widmen. Es hat zwar dann noch ein weiteres Jahr gedauert, aber wir haben dann quasi 11 Jahre danach nochmal eine Ausstellung gemacht unter dem Titel Eco-Visionaries. Aber man sieht eigentlich auch, oder so ein Thema ökologischer Wandel, das ist ja nicht mit einem Mal irgendwie vorbei. Also viele Themen, die bleiben einfach virulent, und es ist ganz spannend, sich tatsächlich dann nach einer Zeit eben nochmal einem Thema zu widmen. Hast du denn mehrere Ausstellungen quasi nochmal wiederholt in so einer Form oder in einer ähnlichen Form, wie die hier auch in Oldenburg stattgefunden haben? Nein, es ist ja auch gar keine Wiederholung. Es ist eigentlich sozusagen ein Anknüpfen daran und eigentlich zu schauen. Und das war auch sehr spannend, oder? Die Technologien haben sich eben weiterentwickelt in den letzten Jahren, natürlich ganz besonders künstliche Intelligenz als neue Technologie, die eigentlich unsere Gesellschaft schon durchdringt, muss man sagen. Und über den Aspekt sozusagen eben dann nochmal nachzudenken. Aber ja, eben das Thema Ökologie finde ich eben sehr spannend. Oder ich hatte dann in Oldenburg eigentlich eher auch nochmal eine Ausstellung, die daran anknüpfte. Also die erste war eben Ökomedien, eine Begriffsfindung. Und dann 2 Jahre später, glaube ich, die Ausstellung Landschaft 2.0, also wie sich auch eben Landschaften veränderten. Das war ein sehr
schönes und spannendes Projekt, wo wir mit dem Springhornhof zusammengearbeitet haben. Also eine Ausstellung, die sozusagen in Niedersachsen an 2 unterschiedlichen Orten stattgefunden hat und sich auch ergänzt hat. Hast du häufiger in Kooperation auch gearbeitet in deiner Zeit am Edith-Ruß-Haus? Ich glaube, in meiner Zeit am Edith-Ruß-Haus weniger. Das waren genau diese beiden Beispiele. Einmal Ökomedien und eben dann dieses Nachfolgeprojekt Landschaft 2.0. Generell muss ich sagen, jetzt auch hier in meiner Zeit in Basel, viele Konzepte entwickle ich selber und mache sie dann auch alleine. Aber ich schätze es auch sehr, mit Kolleginnen zusammenzuarbeiten, weil man sich im Prozess des Kuratierens auch schon ganz anders hinterfragen muss. Oder sich auch mit anderen Institutionen zusammenzutun, wie jetzt eben das Beispiel mit dem Springhornhof, dass man eben gemeinsam mehr erreichen kann, indem man beispielsweise dann auch Geld zusammen tun kann und eben auch Auftragsarbeiten beispielsweise realisieren kann. Kannst du dich vielleicht an so besondere Anekdoten erinnern, die passiert sind im Laufe deiner Zeit hier am Edith-Ruß-Haus? Also so bestimmte Eröffnungssituationen oder bestimmte Reaktionen vielleicht auf Ausstellungen? Ja, es, muss ich sagen, es sind einfach viele Freundschaften geblieben, die ich immer noch irgendwie pflege. Ganz besonders war auch die Zusammenarbeit mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten. Das ist etwas, was mir hier vielleicht am ehesten auch fehlt, diese intensive Zusammenarbeit. Man lernt natürlich Künstlerinnen und Künstler ganz anders kennen, oder wenn man sie jetzt über mehrere Wochen und vielleicht auch länger eben begleiten kann. Und das sind auch viele Freundschaften entstanden, irgendwie, die ich heute noch pflege, Künstler, mit denen ich regelmäßig arbeite. Und vielleicht eine Anekdote, an die ich mich auch irgendwie gut erinnere, das war das Projekt von Christine Lucas, wo es um das Thema Identität geht, aber auch sozusagen diesen Vergleich, ob man sich jetzt quasi als Mensch wie sozusagen nochmal updaten könnte, wie auch ein Programm. Und sie hat ja eine Namensänderung vorgenommen von Christine Lucas auf Christine Lucas und hat aber sozusagen das wirklich per Gericht irgendwie durchgesetzt, dass sie das machen konnte und hat eben diesen Vergleich dann gebracht, dass sie sich eben quasi wie updatet wie ein Computerprogramm. Und eben diese Frage des Angleichens, oder hatten wir damals einen ganz lustigen Event geplant mit einem Elvis-Imitator aus dem Ruhrgebiet und hatten da eine großartige Veranstaltung, an die ich mich gerne erinnere. Genau, von der Veranstaltung hatten wir auch schon gehört. Wir haben auch mit Ingmar Lehnemann gesprochen und der ist da auch darauf eingegangen. Es scheint auf jeden Fall ein gutes Event gewesen zu sein, wenn das überall noch in Erinnerung geblieben ist. Ja, nein, das war sehr wichtig. Und ja, auch so Projekte natürlich auch im öffentlichen Raum. Es war auch super spannend. Terry Rüb, die für diese Ausstellung Landschaft 2.0 einen Soundwalk gemacht hat mit also binauralen Aufnahmen, wo man dann irgendwie zum Botanischen Garten laufen konnte, vom Edith-Ruß-Haus auch. Oder auch Vermittlungsangebote, so Workshops mit Künstlern. Einmal war sozusagen ein audifiziertes Fahrrad. Irgendwie, das sind alles so ganz tolle Erlebnisse. Eben auch den direkten Kontakt mit dem Publikum. Das war immer sehr toll. Du hattest eben ja schon erwähnt, dass du in Basel jetzt viel alleine die konzeptuelle Arbeit für die Ausstellung leistest. Unterscheidet sich das von deiner Arbeit hier, als du am Edith-Ruß-Haus gearbeitet hast? War das hier mehr teamgebunden oder hast du hier eigentlich ähnlich gearbeitet, wie du jetzt auch in Basel arbeitest? Naja, es ist natürlich eine weit größere Institution jetzt. Also und dadurch sind natürlich die Aufgaben nochmal vielfältiger, oder? Es sind ein Kernteam von 10 Personen, irgendwie plus halt den weiteren Freelancern, die am Haus arbeiten. Insofern ist es sozusagen jetzt auch immer noch Teamarbeit. Es gibt eben einen Kurator auch am Haus und auch er macht Projekte, Boris Magrini. Also ich mache nicht alle Ausstellungen selbst. Und der große Unterschied zu meiner Tätigkeit in Oldenburg ist, dass ich aus der elektronischen Künste eine Sammlung aufbauen darf und die auch sozusagen den Fokus der Sammlung auch mit konzipieren konnte. Und der Fokus liegt einerseits auf Schweizer Künstlerinnen und Künstlern, weil wir dafür auch Bundesgelder erhalten für den Aufbau dieser Sammlung. Und nachdem viele Künstler in Schweizer Sammlungen vertreten sind, haben wir uns fokussiert auf Kunst, die Software- oder netzbasiert ist. Und damit haben wir einen
sehr spezifischen Fokus und konnten uns wirklich international mit großen Institutionen vernetzen, weil es eben hier sehr wenige Institutionen gibt, die das spezifisch machen, oder? Und natürlich auch eine Herausforderung, das kannst du dir sicher vorstellen. Der Erhalt dieser Kunst ist hochkomplex, oder? Die technische Infrastruktur, die man zur Verfügung stellen muss und so weiter. Aber es war natürlich für mich jetzt auch eine spannende Herausforderung, hier nochmal so ein ganz neues Themenfeld, also im Bereich Sammlungsaktivitäten übernehmen zu können. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen, wie sich die Kulturbranche vielleicht unterscheidet, jetzt auch zwischen Oldenburg und Basel? Ja, das kann man, jetzt muss ich sagen, kann man nicht wirklich vergleichen, weil es ist tatsächlich so, dass die Städte wahrscheinlich gar nicht mal so unterschiedlich sind. Also Basel hat 200.000 Einwohner, aber es ist natürlich trotzdem eigentlich ein großes kulturelles Zentrum. Einerseits gibt es in Basel 40 Museen, 40, und einmal pro Jahr, das ist schon sehr speziell, findet eben die wichtigste Kunstmesse der Welt irgendwie in Basel statt, also die Art Basel. Und das ist, muss ich sagen, also inzwischen bin ich es schon gewohnt, bin ja jetzt fast schon 9 Jahre in Basel, aber am Anfang, ja, es ist unglaublich. Also die Stadt ist total transformiert. Um vielleicht noch mal so ein bisschen zurückzukommen zu unserer Geschichte, würde ich dich gerne noch fragen, ob du dich daran erinnern kannst, wann du das letzte Mal hier warst. Also welche Ausstellung du hier vielleicht das letzte Mal besucht hast, ob du da dich noch erinnern kannst, welche das war. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass das sicher schon einige Jahre her ist, dass ich eine Ausstellung gesehen habe. Und ich muss sagen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, welche es war. Ich erinnere mich aber, welche ich gerne gesehen hätte. Und das sind die Ausstellungen von Trevor Paglen und von Zach Glass. Das habe ich eben auch nur leider dann online oder sozusagen über die Werbemaßnahmen wahrgenommen, aber zwei Künstler, die ich sehr, sehr schätze. Und da wäre ich wahnsinnig gerne dort gewesen. Vielleicht zum Abschluss würde ich noch fragen, ob du vielleicht besondere Wünsche oder Grußworte hast. Ich weiß gar nicht, ob noch Leute, die damals mit bei dir im Team waren, jetzt aktuell noch am Haus sind. Ja, gute Frage. Mit dem Team bin ich tatsächlich nicht sicher, wer jetzt irgendwie noch da ist. Ist Mathis zum Beispiel noch im Technikteam? Ja. Gibt es ja doch noch eine Kontinuität. Die grüße ich natürlich herzlich und auch alle anderen. Ja, 20 Jahre, unglaublich. Also alive and kicking, so sieht's aus. Und ich hoffe, dass es gut und positiv weitergeht. Ich finde es ganz schön, weil es erinnert mich natürlich auch an die eigene Situation. Das Hack ist entstanden aus der Zusammenführung von zwei Institutionen. Das ist einmal Plugin, Forum für neue Medien hier in Basel, und dem Shift Festival. Und das Plugin wurde auch im Jahr 2000 gegründet, und wir hätten eigentlich auch gerne eine Veranstaltung gemacht. Und aus gleichen Gründen wie in Oldenburg müssen wir jetzt dieses Jahr irgendwie darauf verzichten. Aber ich finde so, man sieht irgendwie, dass es eine virulente Zeit war, in der viel passiert ist und eben diese Institutionen auch entstanden sind. Und das ist tatsächlich auch noch eine Anekdote, dass die Ausstellung Ökomedien ans Plugin gegangen ist, ein Jahr später, weil eine der Co-Kuratorinnen, Yvonne Volkert, auch eine Schweizerin ist und hier dann diesen Kontakt irgendwie hergestellt hat, und die damalige Leiterin des Plugin, dann wiederum Annette Schindler, dann auch ein Jahr später am Edith Rußhaus in der Jury war für das Stipendiatenprogramm. Also es ist eine kleine Welt, finde ich, und es gibt wenige Institutionen mit diesem spezifischen Fokus, und da finde ich es auch schön, dass es immer wieder auch so Kooperationen gibt, und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja auch nochmal eine Kooperation zwischen dem Edith Rußhaus und dem Hack, würde mich auch sehr freuen. Ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Hoffentlich Genau. viel Positives. Und das wäre auf jeden Fall bestimmt auch ein schönes Projekt. Jedenfalls erstmal sozusagen alles Gute und hoffentlich sozusagen auf weitere 20 Jahre. Dann hab ganz vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ja, es war schön mit dir zu reden, ein bisschen in deine Erinnerungen mitschwelgen zu können. Und ja, danke und bis bald hoffentlich. Hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss. Die hatte ich jetzt. Und ja, liebe Grüße an alle. Jetzt richten wir aus. Tschüss.